Guten Morgen. Guten Morgen. Wie spät ist es, Karin? 6 circa. Genau. Wir sind gestern so früh schlafen gegangen, dass wir jetzt schon wach sind. Und es hat 5 Grad. Und es war jetzt so ein bisschen eine Überwindung, aus dem Schlafsack rauszugehen. Und wir werden jetzt aber einfach mal aufbrechen und dann ein bisschen fahren, bis das Auto warm ist. Und dann können wir uns mit der Heizung aufwärmen. Aber kalt ist uns eigentlich nicht. Es ist nur diese Überwindung, dann rauszugehen. Ja. Aber wir haben bald einen Sonnenaufgang, also wird sich lohnen. Das früh aufstehen hat sich ausgezahlt. Extrem schön. Es hat tatsächlich gefrostet heute in der Nacht. Und diese klare, kalte Luft hat irgendwie so was richtig Frisches, Angenehmes. Also sobald wir jetzt mal losgefahren sind und so und nur noch aussteigen muss und danach wieder ins Auto steigen kann, das ist eigentlich schon sehr angenehm. Aber es ist halt zum draußen leben, es ist halt sehr ungeeignet. Aber schön ist es schon. Ja. Bei der polnischen Grenze sein. Das war die polnische Grenze. Polen! Seit 25 Kilometern kommen uns so viele LKWs entgegen, also von Polen nach Litauen. Und auf unserer Strecke sind verhältnismäßig fast gar keine. Und das ist echt irgendwie, das ist so interessant, weil wieso fahren die alle von Polen nach Litauen? Weil es ist Montag früh, vielleicht gibt es irgendwas wie ein spezielles Fahrverbot. Alles staut sich halt auf am Wochenende. Und die Sonne kommt gerade raus, das ist ganz schön. Das Wetter ist zwar jetzt wunderschön, aber wir haben schon im Wetterradar für Europa nachgeschaut. Und heute ist Montag und morgen kommt eine Regenfront und die bleibt dann bis Mittwoch. Wir sind jetzt schon 450 Kilometer heute gefahren, das meiste in Polen. Das Wetter ist echt schön. Also untertags wird es jetzt wieder schön warm. Aber ja, die Nächte werden immer noch kalt, deswegen werden wir immer noch weiter nach Süden. Wir haben leider nicht viel von Polen gesehen, für das, wie groß Polen ist. Ja. Aber wir haben auch nicht viel von Deutschland, nicht viel von Frankreich gesehen. Also, ja. Nachdem die Flaggen jetzt immer mehr werden, müssen wir auch das Pickel von unserer Lieblingsradiostation in Österreich jetzt weichen lassen. Wohin geht's jetzt, Dani? Wir fahren jetzt nach Lviv, glaube ich, heißt es. Ja. Lviv, wie man auch immer es ausspricht, das ist in der Ukraine. In der Früh hatte die Luft 2,3 Grad und der Boden 3,2 und jetzt sind wir schon bei 15 Grad und 26 der Boden. Wir sind jetzt gleich an der Grenze zwischen Polen und Ukraine, also auch an der Außengrenze von der EU. Und das heißt, wir werden jetzt die EU verlassen, kein Roaming mehr, wir haben schon Offline-Karten runtergeladen. Und die Karin hat löblicherweise auf der Fahrt ein Airbnb in Lviv organisiert. Das ist recht günstig angeblich. Und das heißt, wir werden jetzt quasi noch bis dorthin fahren. Und wenn wir hinkommen, schauen wir mal, wie viel bei der Grenze los ist. Oh, das ist schon mal Stau. Also wir haben gerade nachgeschaut und es sind 1,4 Kilometer Stau. Also wir stehen jetzt, Grenze, ja. genau, wir stehen jetzt 1,4 Kilometer vor der Grenze und wir sehen vor uns nur Stau. Ja. Ja, und also es gibt ja auch viele mit ukrainischen Kennzeichen, die haben den Motor abgestellt, steigen aus, gehen herum. Ich glaube, die kennen das schon. Haben ja keinen Stress. Ja, und für uns ist es eben sehr angenehm, weil wir schon die Unterkunft gebucht haben. Das heißt, es ist egal, wann wir ankommen. Ja. Und rechts von uns fahren immer die LKW vorbei und links von uns in dieselbe Richtung, es ist keine Einbahnstraße,
fahren die Reisebusse. Und das ist so praktisch, weil seit 1,4 Kilometern geht es nur bergab. Das heißt, man braucht nie den Motor einschalten, um vorzurollen. Das ist echt praktisch. Ja, voll cool. Wir sind jetzt da gerade, weiß nicht, 10 Autos vor dem Schranken, der mal dann zum Grenzbereich führt. Also circa trotzdem noch eine Stunde wahrscheinlich. Da ist dann zwischen den LKWs und uns ist jetzt ein Mann vorbeigefahren mit einem KTM-Motorrad. Und er hat jetzt angehalten, hat gemeint, ja, er hat dasselbe Auto, er hat auch einen Defender und er wohnt in Lviv, wo jetzt wir jetzt hinfahren und eine Nacht verbringen werden halt. Und ob er uns die Stadt ein bisschen zeigen kann. Genau. Jetzt. Das heißt, wir sehen ihn morgen wieder. Das ist ziemlich cool. Weil Ukraine interessiert mich, also man weiß halt nichts davon. Das ist so interessant halt. Finde ich dann, wie jemanden kennenzulernen, der halt dort lebt und halt weiß, wie das ist und so. Ja. Ganz cool. Also Kamil hilft uns jetzt mit der Border Control und er mit seinem Motorrad kann halt überall vorbeifahren. Ja, und er spricht immer mit den Leuten und winkt es dann durch. Wir haben es geschafft. Wir sind nach einigen Stunden, was vollkommen normal ist für die Grenze, also eigentlich eine gute Zeit, hat er gemeint, durch. Wir haben einen Ukrainer kennengelernt, der uns jetzt durch alles durchgelotst hat und uns alles übersetzt hat. Das ist extrem lieb gewesen. Vor allem, er hat immer gemeint, wir sind seine Freunde und wir haben Sonderrechte. Und genau, und er hat einfach allen das erklärt, dass wir aus Österreich kommen und wem das Auto gehört und was sie jetzt kopieren müssen und sowas. Und hat uns von einer Station zur anderen, ich glaube, wir waren bei 8 verschiedenen Stationen, die alle irgendwas kopieren mussten und irgendwo einen Stempel drauf geben mussten. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir treffen uns nochmal kurz bei der Tankstelle, dann wird er uns noch ein bisschen was erklärt und morgen zeigt uns dann die Stadt und es ist extrem nett. Dadurch, dass halt heute auch extrem viel gefahren sind, also mit dem Defender auf der Landstraße sind, weiß nicht, 700 Kilometer schon extrem viel. Und ja, jetzt sind wir ziemlich erschöpft, aber wir haben ja heute das Airbnb, das heißt, wir wissen, wir brauchen keinen Schlafplatz mehr suchen und wir haben alles geregelt. Guten Morgen, wir sind gestern noch im Airbnb angekommen. Es ist ganz nett. Und wir haben es ausgemacht, dass wir heute mit Kamil ein bisschen durch die Stadt gehen. Und er hat gemeint, ja, am besten nehmt ihr ein Uber. Und das ist sehr günstig. Und wir haben jetzt geschaut, ich weiß nicht, wir fahren vielleicht eine Viertelstunde, 1,46 €. Das ist extrem günstig. Und wir zahlen hier für eine Nacht im Airbnb. Also wir werden jetzt noch eine zweite Nacht bleiben, damit wir auch ein bisschen Video schneiden können und so. Und wir zahlen für eine Nacht 17 €, glaube ich. Ja, gleich neben uns ist die Kirche. Und das ist unser Haus. Wir sind jetzt im Stadtzentrum und gehen jetzt erstmal Mittagessen, ukrainische Küche. Wir sind jetzt in einem eher netten Restaurant und 30 ukrainische Währung ist 1 €. Das heißt, zum Beispiel diese Pain de Claire kostet ca. 1,60 €. Am Dach der Kirche machen sie Arbeiten und sie sind da ungesichert. Und balanciert da herum, es ist unglaublich. Das ist so gut. Die beiden haben letztes Jahr eine Weltreise gemacht für ein Jahr und waren auch im Nahen Osten und in Tadschikistan, Usbekistan, hat er gemeint. Das ist der beste Ort auf der Welt und die Leute sind so super und wir haben gerade Rechnung bekommen und wir haben 2 Vorspeisen, eine Suppe, 3 Krüge voller Getränk, ein Mineralwasser, dann 3 Hauptspeisen und 4 mal Dessert dazu bekommen und für den ganzen Tisch haben wir 50 € gezahlt. Das sind 12 € pro Person. Das kann man in Österreich, wenn man möchte, pro Vorspeise aufsehen. Das ist unglaublich günstig und das hier ist ein schöneres und teureres Restaurant für die Gegend hier. Das ist extrem günstig. Das heißt, ich kann es allen empfehlen, man hat in der Ukraine eine riesen Kaufkraft. Also wer einen schönen Urlaub machen möchte, kommt in die Ukraine. Es ist wundervoll hier. Es ist einfach alles genauso wie in Österreich, genauso schön, genauso gut und einfach viel günstiger. Ja, das Essen war extrem gut. Ja. Hier gibt es ein Wiener Kaffeehaus mitten in Lviv. Der Club der Wiener Kaffeehausbesitzer verleiht dem Wiener Kaffeehaus in Lemberg die Ehrenmitgliedschaft. Wien im September 1998. Und der schwarze X5, der tut so, als hätte er ein deutsches Kennzeichen, aber nicht einmal die Schriftart ist richtig. Aber sie haben gemeint, ja, die Polizei kümmert sich hier nicht darum und es ist einfach ein selbstgemachtes Kennzeichen. Es gibt auch frische Eier und Milch in Plastik-Getränkeflaschen abgefüllt.
es ein Scheibenwischer? Ist es eine Antenne? Man weiß es nicht. So, ich fahre jetzt dabei vor und ich bekomme einen neuen Haarschnitt, weil es wird langsam Zeit. Bis später. So, mein Uber wartet schon auf mich. Dani ist jetzt schon vorgefahren zum Barbershop und da darf er sowieso nur alleine hinein, weil das Man Only ist. Und sie sprechen ein bisschen Englisch, aber es ist schon aufregend, dass er dort jetzt alleine ist. Upsala. Und ich habe jetzt das Video exportieren lassen und werde es jetzt hochladen. Und sobald das dann fertig ist, werde ich nachkommen. Dann schauen wir uns noch ein bisschen die Stadt an und gehen am Abend Spare Ribs essen, weil da gibt es so ein besonderes Lokal. Wie war es dort? Es war ursuper, es ist echt tolle Experience. Und es war wirklich genauso, wie ich es wollte. Also und wie viel hat es gekostet? 250 Ukrainian, also unter 10 Euro. Und jetzt schauen wir zu einem Markt und ja, gehen wir mal. Okay. 1400, то значит на 140. Ich muss kurz zahlen. Wir haben Schinken gekauft und jetzt kaufen wir noch Butter und Brot. Wir fahren jetzt mit dem Bus und eine Fahrkarte kostet 110 Cent. Und der Bus ist eigentlich in einem ganz guten Zustand. Piktogramme oben kennt man noch von den österreichischen Alpenbussen. Und da ist dann auch der Beweis, Name Franz Zucklin, Anschrift 3100, kostet 1 Euro. Wir sind jetzt in einem Ribs-Restaurant und da bekommt man dann Ribs, neues Würdchen dazu als Beilagen und man bekommt kein Besteck und keine Teller. Kyrgyzstan is the best part of the world. Ja, wir haben uns verabschiedet. Von Kamil und Ira und wirklich Dankeschön. Das war echt cool. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute geht es weiter Richtung Moldawien. Wir haben unsere Sachen schon zusammengepackt, eine Jause vorbereitet, frühstücken. Dani macht noch ein paar Sachen fürs Video. Male. Ja, Dani malt. Und ja, jetzt werden wir noch letztes Mal Haare waschen, zusammenpacken und dann los geht's. So, wir sind wieder unterwegs und wir hatten gerade eine Polizeikontrolle. Aber da recht willkürlich. er kein Englisch gesprochen hat und nur wenig Russisch und das habe ich nicht verstanden, haben sie uns jetzt letztendlich einfach weiterfahren lassen. In der Ukraine sieht man extrem viele so ganz alte Autos. Dann machen sie ein bisschen komische Geräusche, aber sie fahren noch. Und die Straßen machen halt alles nur noch schlimmer. Also das ganze Auto fällt schon halb auseinander. Und dann sind die Straßen noch so, dass sie wirklich so richtig nochmal drauf treten und den Rest geben. Wirklich, also die Straßen sind echt tödlich für jedes Auto. Oh mein Gott. Fußballmannschaft. Also die Zapfsäule ist auf Deutsch, also steht Betrag in Euro, Preis pro Liter und halt Menge in Litern. Muss man zuerst reingehen und zahlen, wie viel Liter man haben möchte. Dann kriegt er erst draußen gesagt, wie viel, und dann tankt er so und so viel Liter rein, wie man halt bezahlt hat. Wir haben da jetzt Mittagspause gemacht und der Sofa ist echt super zum Schlafen. Ukraine, die Straßen sind so schlimm, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Sehr schön, wieder unterwegs zu sein und es ist super, dass die Sonne scheint. Der Wind freut uns nicht so ganz, aber wir werden schon irgendwo einen Platz finden.